Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Willkommen zu Let's Play The Walking Dead mit Sigrick. Moinsen! Und mir, dem Fixer. Wir beide wagen uns an das sehr erfolgreiche Spiel, die Adaption zu dem berühmten Comic The Walking Dead. Das Spiel. Well, I reckon you didn't do it then. Okay, wir müssen hier die erste Entscheidung treffen. Warum sagst du das? Du weißt, was man so über die Spiele... Warum sagst du das, ne? Direkt mal als erstes. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Und was meinst du? Nicht von mir jedes Mal? Jedes Mal. Every time? Every time. Okay, wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Ja, dieses Spiel hängt davon natürlich ab, wer es jetzt noch nicht kennen sollte. Es war zwar Game of the Year 2012 oder 2013, aber manche haben es halt auch nicht gesehen, genau wie wir beide, obwohl wir hatten es mal auf dem Handy, glaube ich, mal angespielt gehabt. Aber ich bin ja zum Beispiel riesengroßer Walking Dead-Fan. Der Rick, der wird noch dazu, der muss noch nachgucken, die Serien sozusagen. Ich war einer der ersten, der die Serie damals im Free TV entdeckt hat und gesagt hat, das ist total geil. Aber wie das im Free TV so ist, man verpasst eine Folge und ist komplett raus. Genau, das ist halt, deswegen, holt auf jeden Fall noch nach. Das macht das ganze Projekt aber interessant. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das zu zweit aufzunehmen, weil wir dann natürlich mal beide unabhängig voneinander, der eine, der da wirklich so in der Serie drinsteckt und das ganze Feeling schon kennt, und der andere, der es halt jetzt noch ein bisschen unbefleckter, sag ich mal, guckt, wird vielleicht ganz interessant bei emotionalen Entscheidungen, weil dieses Spiel soll wirklich sehr, sehr emotional sein und viele Entscheidungen sollen durchaus schwierig sein, und wie wir am Anfang auch gesehen haben, sollen verschiedene Entscheidungen, verschiedene Szenarios oder Szenarien am Ende auch dann auslösen. Das heißt, wir können das Spiel mit unseren Entscheidungen beeinflussen, und deswegen bin ich jetzt mal total gespannt, in die Story einzutauchen. Es hat nichts mit Rick und den anderen Leuten aus der Serie zu tun, spielt lediglich in dem Walking Dead-Universum, und mal gespannt, was diese Geschichte uns hier bietet. Rick, wir werden uns so ein bisschen absprechen, denke ich mal, je nachdem, wie es die Zeit zulässt, aber probieren möglichst zusammen hier durchzukommen, und ich bin derzeit jetzt hier am Rütteln, Rick ist neben mir, und ja, wir starten einfach mal jetzt ins Abenteuer. Jetzt geht's aber auf den Broadway. Ich muss ein Rückspiel gucken, und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wie die Sau. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Du stammst also aus Macon, du hast also eine Meinung, was meinst du? Du stammst also aus Macon, würde ich einfach mal. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in, with all due respect. Wir bewegen uns also mittlerweile auf einer emotionalen Ebene. Was stand jetzt oben da? The whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Und wie meinst du das jetzt? Weil wir eine gemeinsame Heimat haben, ne? Ja, achso, das stand nämlich gerade auch noch irgendwas da. Okay. Also du kannst I doch got a wirklich... nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Wunderpunkt. You want to know how I see it? Ja, das ist wirklich... ich habe jetzt gar nicht... What? Sure. Ja, weil wir können auch natürlich nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch, wie wir miteinander agieren. Beeinflusst das Gespräch natürlich auch, wäre schon möglich, oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Nee. Was denn? Mach's erste. Okay. So, das hier gerade wirkt, bricht gerade das Virus aus. Einsatzorte, ich habe gerade Ersatztorte gelesen. Was wir noch nicht genau wissen, was es für ein Virus ist. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses.
He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for incoming 2-1. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Vielleicht war er unschuldig. Hm. Na. Nein! Did he do it? Falschen Knopf gedrückt. They Benutzt caught doch the die fucker Zahlen. Ja, red-handed, spielst sie auch. stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more Achtung, hilarious, if I do Achtung. say Pass so. auf! This other time... What the fuck? Der hat sich angeschnallt, der Polizist. Die wissen ja noch gar nicht, was hier los ist. Weil es scheint jetzt gerade erst mal richtig loszugehen hier. Also wie das aussieht. Wann hier schon die ersten Untoten oder wie wir sagen, Beißer rum. Rauf. Okay, wir leben noch. Oh, shit. Die Handschellen noch um. Ah. Fuck. My leg. Fuck, das sieht nicht Nicht gut gut aus. aus. Ja. Der Officer. Wir können uns umgucken. Wenn die Maus, um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Da liegt Okay. eine Schrotflinte. Ach guck mal, hier sehen wir das alles. Gewehr. Why the hell did he have his gun out? Aber wir können es bloß anschauen, weil wir noch nicht rauskommen. Okay. Was ist das für ein Punkt? Wir können den Hey! Polizist angucken. Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. Ja, das ist natürlich ungünstig für ihn. Wir müssen hier... Ah, da kannst du raus. Okay. I need to drag myself out that window. I need to Okay. drag myself out that window. Okay, bewege dich jetzt... Ach so, wir können auch ein bisschen uns bewegen, noch nicht nur Entscheidungen so treffen. Okay. Ja, natürlich. Raus mit dir, Junge. Au. Jetzt geht's bestimmt rund, pass auf. Geh zum Gewehr. Okay. Wir können uns am Auto lang bewegen. Oh, ist das geil. Eine Stimmung schon jetzt aufgebaut. Finde ich voll toll. Voll toll vor allem. Wir müssen zum Gewehr gelangen. Das liegt hier vorne los. The Schnapp ich officer's sie. shotgun is over there. Ach, wir müssen vielleicht erstmal Gewehrpatrone? Gewehrpatronen oder vielleicht erstmal die Handschellen abmachen, ich weiß es nicht. Kannst du die Gewehrpatronen auf. Junge? Ja, geh mal. Au, fuck. Jetzt gehen wir zum Officer. Du kannst das Gewehr jetzt nehmen? Ich würde es erstmal vielleicht nehmen, nicht, dass der gleich aufwacht oder so Why vielleicht. would he have needed that? Was hat er gesagt? Wozu wir das brauchen sollten? Nimm das jetzt, Why Junge. would he have needed Okay. that? Ach, warum hätte er die brauchen müssen? Okay, er hat es noch nicht gecheckt, weil ich habe ein bisschen die Angst, dass wer Dass er Walking, gleich wach wird, ne? ja, wer Walking Dead kennt, weiß, dass die auch, selbst wenn die tot sind, dann nicht nur gebissen werden müssen, sondern auch zu Officer? Zombies werden, wenn sie tot sind. God damn. Okay, ich kann nichts mehr mit dem Officer machen, so wie es ausschaut. Der keine Schlüssel dabei oder so? Officer? Nee, er ruft bloß einen Officer. Okay. Können wir nochmal zurück zum Auto, dann hebt doch die... Hebt es doch auf. Why would he have needed that? Ach so, wenn wir es noch machen, okay. Looks empty. Ne, Patrone hast du. It'll be easier to carry with these cuffs off.
Hier die Patrone kann ich... Guck noch mal beim Officer, ob da auch noch so eine Aktion möglich war. Nee, nur gucken. Kann man die Patrone irgendwie... Probier's mal. Ah, das Gewehr hast du da hingelegt, oder was? Das Kannst du wird mal hingelegt, mitnehmen? aber ich kann die Wir Patrone... müssen die Handschellen abbekommen. Gucken, ob du im Auto was siehst irgendwo. Soll nochmal rumlaufen? Ne, hier komme ich nicht mehr lang. Kann ich hier am Auto nochmal lang? Nee. Was hat's mit dem Autosymbol auf sich auf der linken Seite? Was meinst du? Das hier? Hm? Das ist die Patrone, nehme ich mal an. Ach so. Aber ich weiß nicht, wie ich die öffnen kann. Kann ich hier irgendwie ein Inventar öffnen? Nee. Inventar? Jetzt ist sie weg. Ja, da ist sie wieder. Können wir hier noch weitergehen? Ah, da ist ein Schlüssel. Oh. Okay. Ach, mach's nicht so spannend, ey. Oh nein, 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 nein. Oh, der hat aber auch schon ein bisschen Schiss gekriegt jetzt, ne? Also nicht nur wir, sondern auch er. So, Okay, geil, jetzt kannst du aber auch das Gewehr mal aufheben. Jetzt mach die auf. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Officer? What the fuck? Alter. Zum Gewehr. Zurück. Kannst du den treten oder so? Nee, nur angucken. Get away from me! Geh zurück. Wo ist denn das Gewehr jetzt? Jetzt nimm das Gewehr. Andere Seite. Oh, Alter, nein! nein, nimm die Patrone. Mache. Just stop! Alter. Scheiße. Komm. In den Kopf müssen wir schießen. Wir müssen in den... Das sieht gut aus. Wer 18 ist, muss übrigens jetzt ausschalten. Nicht 18 ist. Jetzt vorher erwähnt soll. Das Spiel ist ab 18. Oh, alter Schwede, wir sind mitten im Walking Dead Universum. Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Oh, fuck. Das Gewehr, das bringt uns jetzt nichts mehr, wa? Kann man das nicht irgendwie noch mit aufheben? Nö. Na, wir hatten ja bloß die eine Patrone. Ja, die haben wir jetzt schon angeschaut, den Polizisten. Dead? Hey! Der hat keinen Are Kopf you mehr. dead? Natürlich ist er tot. Bist du tot? Er war vorher schon tot. Oh. Wer ist das denn? Help! Go get someone! There's been a shooting! Oh oh. Da kommen mehr. Oh oh. Jetzt muss sie weg. Scheiße. Guck doch nach vorne. Okay, wir probieren jetzt mal hier ein bisschen... Ich würde gerne so mehr agieren können hier. Das macht mich ganz fuchsig, wenn diese Videos kommen hier. Alter, was ist denn da machen? Überall. Der kann nicht mehr richtig laufen. Ah, das Gewehr nicht. Renn! Das rüber geschafft. Die können doch nicht klettern, oder? Alter, das ist ja noch mehr am Garten. Nee, die sind draußen. Die sind draußen gut. Ich dachte, die sind jetzt im Garten. Scheiße. Wer schießt da? Die gehen ja immer auf irgendwas, was laut ist. Wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die ja gerade damit zu kämpfen fanden, dass sie von irgendwelchen Viechern angeknabbert werden. Ja, das Mädchen, was da oben stand, das sah doch relativ normal aus, oder? Ja. Finden uns... Schau, guck mal hier hinten, da qualmt schon alles. Das müsste Atlanta sein. I wonder if anybody's home.
Wir können ja nicht einfach nur irgendwelche Häuser reingehen, aber vielleicht könnten wir irgendwie Was finden, was wir brauchen könnten. oder mit jemandem vielleicht reden, der weiß, was hier genau los ist. Verbandszeug, eine Waffe. Weil es ist ja noch am ganzen Anfang dieses Szenarios und wir wissen ja als dieser Kollege hier noch überhaupt gar nicht, was hier I überhaupt wonder if passiert. anybody's home. Du solltest mal auf die Hand drücken. Ja. Hello? Anybody home? I need a little help. Wir machen einfach mal die Türe auf, wir sind mal einfach so dreist. Ist ja eine Notsituation. Eben. Coming in. Don't shoot, okay? Das muss man in Amerika dazu sagen, wenn man irgendwo reingeht. Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Oh Gott, hier sieht's aber auch nicht mehr feierlich aus. These people might need more help than I do. Okay, wir schauen uns erstmal ein bisschen um, was hier alles so liegt. Wir haben ein Malbuch hier und am Einhorn, das heißt ein Kind lebt oder lebt noch hier. Das Mädchen vielleicht. Können wir hier ein bisschen Obst nehmen? Oder gucken? Interessiert ihn einfach nicht. Ah, jetzt. It's fake. Damn. Ja, sind wir wieder Thema Amerika. Oh gut. Jesus. Jesus Christ. Läuft er nicht durch. Oh, das muss dir an der Hose gehen. Ja, super. Das sehen wir ja direkt schon aus wie... AB? Ah. Maybe there's something on there. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Direkt schon Gänsehaut bekommen gerade. What the fuck? Okay, also die Eltern waren offensichtlich nicht zu Hause. Und... Daddy? Huh? What? Wo kam das her? Hallo? Das klang wie ein Walkie-Talkie oder so, ne? Ja? Ja, Ich dachte, das klang so elektronisch, die Stimme. okay. Such mal nach irgendwas, Telefon oder Walkie-Talkie oder sowas. Oder ein Becher mit einer Schnur. Wollen wir erstmal, ich glaube, das Ganze eigentlich erstmal abgrasen. Aber vielleicht sollten wir doch wirklich erstmal wenn du sagst, zum Walkie-Talkie oder sowas gehen. Vielleicht liegt ja hier was im Schrank drin, ich weiß es ja nicht. Guck mal rum. Was haben wir hier? Das wollt ihr jetzt nicht, ne? Wasser? Mhm. Was gibt's da? Ah, Das ist ein hast Walkie-Talkie. du recht. Hallo? Hello? You need to be quiet. Okay. Wer spricht denn da? Ist das, Das Mädchen ist das die wahrscheinlich. Clementine? I'm not a monster. Good. Das ist voll eine komische Situation gerade. Mhm. Wie heißt du? What's your name? I'm Clementine. Okay, This das is my ist er. house. Hi, Clementine. I'm Lee. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Okay.
Bist du in Sicherheit, genau? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Hallo, Clementine. Oh. Nein! What the? Was kann ich machen? Ist das Sarah? Das wird wahrscheinlich die sein, ja. Nein! Ah, und voll mit... Nein, scheiße. Selbe wieder, Alter. Warum unbedingt eine Waffe? Clementine, gib mal den Hammer. Führe auf. Alter. Nochmal. Den Hammer. Nochmal den Hammer. Geh jetzt nochmal sicher. Okay. Alter. Und das in diesem übelst geilen Comic-Stil macht das Ganze irgendwie richtig cool, ey. Also. Man. Der Bruce Willis und den Survivorn hier. Hi there. Alter. Und das Kind muss das mitsehen. Did you kill it? Oh ja. Ich glaube schon. Yes. Ich hätte gesagt, ich glaube It's schon. okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself Clementine wird through sich das this. merken. Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? Ja, wir suchen Hilfe, oder? Ja. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Aber ich wollte noch die Küche ausräumen. Let's go. Stay close to me. Okay. Wir haben also Clementine jetzt. Und wo ist der Hammer? Könnte doch eine Waffe können wir gebrauchen. Warum gebrauchen, lässt ja. denn der den Hammer schon wieder zurück? Okay, dann geht's mal los. Ich finde das schade, dass wir den Hammer jetzt nicht mitnehmen können, weil das macht das Ganze so ein bisschen... Das Walkie-Talkie hast du noch. Vielleicht den Hammer auch einstecken jetzt. Na, Ich- wie hast denn du vorhin die Waffe gewechselt? Das ging dann irgendwie automatisch. Nee, du hast das einmal weggenommen und einmal wieder hingemacht. Hat das jetzt Tor? Wie kann ich denn... Kann ich hier irgendwie noch wechseln? Rechtsklick oder so? Ich glaube, es ist dann situationsbedingt irgendwie, Okay, denke ich. jetzt ist es wieder weg, ja. Was hast du denn geklickt? Jetzt wieder da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Guck mal dann ins irgendwie Türchen. situationsbedingt. Wir gucken mal ans Tor. Die Frage ist Da jetzt... draußen ist jemand, ne? Das sind aber Menschen, ne? Normale. Sicher? Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot this night. So irgendwie haben die das noch nicht richtig mitbekommen, habe ich so das Gefühl. Dem könnte man mal helfen, oder? Wollen wir denen helfen? Ich habe da ein bisschen Angst, weil Du kannst keinem trauen, meinst du? Aber man wir kann ja brauchen keinen Hilfe. trauen. Ja. Aber vielleicht können wir irgendwie denen helfen, können die uns mitnehmen, ich weiß es nicht. Wir sehen What's auch nicht the so matter? einladend aus. Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ich werde dich nicht allein lassen. Ja. I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're It's not so gonna sneaky. hurt you. Phew. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Was machst du? Was ist los? Frag mal, was ist los, genau. Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this.
How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Babysitter, Nachbar, irgendein Typ. Nachbar. Sag einfach Nachbar. Scheiße. Babies. Ich konnte nicht mehr runter. Her parents. Es war zu spät, wir müssen erstmal alles lesen und entscheiden können. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? The monster's coming. We gotta go. Lee, quick. Los, komm, lass uns mal helfen, jetzt, dass wir los können hier. Und... Steht Schiebt! der Dicke da bloß rum, oder? Wollte ich gerade aussagen, dann können wir mit anpacken hier. Und weiter, kommt. Das Clementine schiebt mit. Was macht der denn dort? Bei der Dicke. Einsteigen, komm rein da. Das ist nice. Okay, sehr gut. Oh, das war's noch. As babysitters go, I'd say your parents owe you a tip. Ich weiß halt nicht, inwiefern das noch eine Rolle spielt, wenn er mich jetzt oder uns jetzt für einen Babysitter hält. Ja, ich denke, wenn wir gesagt hätten, wir sind eine Fremde, da könnte immer so der Beschützerinstinkt von anderen Leuten aufkommen. Und sagen, geh mal weg von den Kind, weißt du? Ja, also es hat, wenn es das halt eine tragende Entscheidung, die das sich hier ändert dann. Das Also war es soll ja eine so sein. Entscheidung, die du schnell treffen musstest. Ja, aber wirklich schnell, weil Die echt wird wirklich Auswirkungen haben. kaum die Zeit hat. Also ich bin echt gespannt, wie das die Geschichte beeinflusst. Deswegen ist es auch mal wieder interessant, das auch vielleicht mal doppelt zu sehen, das Spiel, weil man halt jede Geschichte, denke ich, auch ein bisschen anders verläuft dann dadurch. Home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Alles klar. Okay. Und nun? Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Dein Junge ist ein Lebensretter. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Oder... Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Ja, ziemlich. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Mhm. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Es tut teuflisch weh. Ja. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel. Herschel Green. Das ist Herschel. How'd this happen? Ich bin hingefallen. Autounfall. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Auf dem Weg zum Knast. Sag was, ich weiß es nicht. Atlanta. Just out for a drive. War zu spät schon wieder, scheiße. Einfach nur herumfahren, das klingt so Kid guy. unglaubwürdig. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Ein Polizist. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful Herschel nice klappt, ja. of him. I'm an awful nice guy. Wir müssen wirklich Pull up ernsthaft with sein mine. und We got ehrlich. another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. Ich meine Tochter. Done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet.
Dein Sohn hat recht. Ja. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Tote Menschen. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Okay, wir haben erstmal einen Schlafplatz und der scheint relativ sicher zu sein, denn da sind ja auch schon andere Familien. It smells like... Scheiße. Shit. Darfst du nicht sagen. Shouldn't talk like that. That was a swear. Ha. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Wenn man so die Scheune kennt aus der Serie, weiß man, was hier so alles noch abgegangen ist. Okay. Das ist ein bisschen beunruhigend, wenn man hier weiß, dass hier Familien untergekommen sind. Das erklärt einiges in der Serie. Ich frage mich auch, sind wir jetzt ein Verbrecher oder nicht? Das wissen wir ja ohne nicht, ne? Aber ich glaube, das sollten wir auch nicht so wirklich raushängen lassen, dass wir eigentlich Verbrecher sind und von der Polizei abgeführt wurden. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. Ich frage mich, ob wir noch That's Maggie my und Beth boy, hier treffen Ken können. Jr. We call him Duck, though. Duck? Ausweichen oder quaken? Duck? Yeah, nothing bothers him. Quaken ist so geil. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Klar, wir kommen mit vielleicht. Aber Ja. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence Ja, up, Hirschel the weiß das better. noch nicht so I einzuschätzen. want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Okay. Dann helfen wir da mal mit, oder was? Natürlich. So, jetzt können wir uns wahrscheinlich, so wie es aussieht, wieder ein bisschen freier bewegen. Und das machen wir auch. Wir gucken uns ein bisschen jetzt hier noch rum, quatschen mal ein bisschen mit den Leuten und helfen natürlich am Zaun. Aber es ist in der nächsten Folge. You have such pretty hair. Dankeschön. It gets lots of tangles. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Es ist so ein bisschen wortkarg unserer Seite, aber hier passiert einfach so mega viel. Und man ist einfach permanent baff bisher. Auf jeden Fall. Und ich bin hier wirklich am Schwitzen, weil immer so viele Antworten kommen und man halt ganz schnell Entscheidungen treffen muss, die wirklich das Spiel beeinflussen können. Ich finde das ein bisschen krass und mal schauen, was denn gewisse Entscheidungen später dann noch für eine tragende Rolle spielen. Ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Sollen wir mal tauschen zur nächsten Folge? Wir können gerne tauschen, immer mal. Das, ja, ich denke, das ist ganz cool. Absprechen tun wir uns sowieso immer so weit, wie es geht zumindest. Ja. Aber auf jeden Fall ist das interessant. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr ja mal ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und bis später, ihr Lieben. Haut rein. Ciao.